Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute gibt es ein wunderbares Rezept für einen hausgemachten Schnittkäse, der nicht nur unglaublich lecker, sondern auch richtig proteinreich ist. Mit nur wenigen Zutaten und auch ohne komplizierter Technik gelingt dir ein Käse, den du ganz sicher nach deinem Geschmack auch verfeinern kannst. Natürlich brauchen wir gute frische Milch, und zwar 1 Liter davon. Du kannst Roh- oder auch Vollmilch nehmen, möglichst 3,5 oder 3,8%ig, und gibst diese natürlich, wie du das so kennst, in einen ausreichend großen Topf. Dass die Milch nur pasteurisiert, nicht homogenisiert ist, kannst du daran erkennen, dass der Rahm nach oben steigt. Das ist der natürliche Fettgehalt. Diesen könntest du jetzt sogar abschöpfen und daraus lässt sich ganz wunderbar Butter herstellen. Oder als Vorstufe Sahne. Während die Milch auf dem Herd erhitzt wird, beginnt der Rahm an der Oberfläche zu schmelzen und sich mit der Milch zu vermischen. Dabei kann sich auch eine dünne Haut bilden, die aus geronnenem Eiweiß und Fett besteht. Je nach persönlichem Geschmack kommen 1 bis 2 Teelöffel Salz in die Milch. Während die Milch auf 90 Grad erhitzt wird, kommt unser selbstgemachter Sauerrahm zum Einsatz. Das hatte ich ja bereits angekündigt, denn falls du denkst, dass du zu viel davon gemacht hast und etwas übrig bleibt oder du sogar wegschmeißen musst, keine Sorge, hier kannst du ihn optimal verwerten, denn hier wird nichts verschwendet oder weggeschmissen. Davon benötigst du 200 Gramm. Natürlich kannst du auch auf gekauften Sauerrahm zurückgreifen. Zum Sauerrahm kommen 3 Eier dazu, das gesamte Ei, nicht nur das Eiweiß, sondern auch das Eigelb. Das Ei hat eine besonders hohe Bioverfügbarkeit, was bedeutet, dass der Körper es hervorragend aufnehmen und nutzen kann. Es ist ein echtes Nährstoffwunder. Es liefert wichtige Vitamine wie A, D, E, K und auch B, sogar Mineralstoffe wie Eisen, Zink und Selen. Der Sauerrahm wird einfach mit den Eiern kräftig miteinander vermengt und durchgerührt. Das könntest du auch mit einem Mixstab machen. Die Temperatur der Milch sollte inzwischen bei ca. 90 Grad liegen. In der Videobeschreibung verlinke ich dir das Thermometer. Dies ist unter 10 Euro zu haben und finde ich eine sehr gute Investition, wenn du viel selber machst. Nun rühre die Eier-Sauerrahm-Mischung langsam und unter stetigem Rühren in die heiße Milch ein. Die Milch sollte wieder zum Siedepunkt gebracht werden. Wichtig ist dabei, dass du sie ständig umrührst, damit sie nicht am Boden anbrennt. Sollte die Milch im Topfboden anbrennen, und das wird sie, reinige den Topf, indem du Backpulver hineingibst und ihn aufkochst. Dass die Milch kräftig siedet, erkennt man nicht nur an dem aufsteigenden Dampf, sondern sie schäumt auch kräftig auf. Das zeige ich dir jetzt in erhöhter Geschwindigkeit, denn das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sich so langsam der Käsebruch bildet. Zu einem besonderen Geschmack des Schnittkäses gehört Apfelessig. Er verleiht nicht nur eine fruchtige Säure, sondern sorgt auch für einen schnelleren Käsebruch. Durch seine Säure wird die Milch schneller zum Gerinnen angeregt, was zu einer feineren Käsemasse führt, die den charakteristischen Geschmack des Schnittkäses unterstreicht. Wenn der Käsebruch schon deutlich zu sehen ist, nimm den Topf vom heißen Herd und lasse ihn noch ein wenig ziehen. Richte dir währenddessen eine Schüssel mit Sieb und einem Käsetuch, um den Käsebruch gleich durch das Sieb hindurchzugeben. Das geht nun nämlich alles ganz unkompliziert, indem du den Käsebruch vorsichtig in das Sieb gibst. So kann die überflüssige Flüssigkeit abtropfen und in wenigen Minuten ist viel überschüssige Molke nun abgetropft und du hältst einen sauberen Käsebruch. Dieser ist die perfekte Basis für unseren selbstgemachten Schnittkäse. Nun richte dir dein weiteres Arbeitsmaterial. Dafür benötigst du einen Teller und eine Käseform in der Größe deiner Wahl. Einen Link dazu habe ich dir in die Videobeschreibung gepackt. Und dann wird der Käsebruch natürlich in das Käseförmchen gefüllt.
Das geht also total easy, was ich ja so sehr liebe. Natürlich könntest du den Käsebruch auch direkt in das Käseförmchen geben, jedoch Vorsicht, die überflüssige Molke muss ja trotzdem irgendwie abgetropft werden. Nun wird das Ganze noch gleichmäßig im Förmchen verteilt. Das kannst du ruhig genauso machen, wie du es bei mir sehen kannst, ganz unkompliziert. Wichtig ist hierbei noch zu beachten, dass das gesamte Arbeitsmaterial sauber ist und abgekocht worden ist. Um eine möglichst lange Haltbarkeit zu gewährleisten, solltest du genauso verfahren. Um die überschüssige Molke noch zu entfernen, beschweren wir den Käse von oben mit einem Gewicht. Bei einem zweiten Förmchen hat man den Vorteil, dass man noch ein hübsches Muster bekommt, aber das siehst du dann erst am Ende. So lasse ich das nun für die nächsten 4 Stunden stehen und du kannst sehen, dass sich langsam die Molke aus dem Käsebruch hinausdrückt. Nach etwa 4 Stunden geht's mit frisch gewaschenen Händen ans nächste Werk. Der Käse ist schön fest geworden, die Molke soweit abgetropft. Deswegen hole ihn aus dem Förmchen. Und nun kannst du ihn nach Herzenslust mit Kräutern bestreuen. Ich nehme als allererstes unser hausgemachtes Kräutersalz. Du kannst das auch mit Salz und verschiedensten Kräutern machen. Und nun kommt der Trick 17. Nimm den Käse und dreh ihn auf den Kopf, sodass die schöne gemusterte Seite nach oben zeigt. Genauso wie du es hier sehen kannst. Nun kannst du wieder nach Herzenslust variieren. Ich salze ihn noch mit dem Kräutersalz von oben und gebe noch zu guter Letzt Kräuter der Provence drüber. Du kannst das aber wirklich voll und ganz nach deinem Geschmack machen. Du kannst die Gewürze auch während des Käsebruchprozesses oder kurz vor dem Formen einarbeiten, um eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen. So entsteht ein einzigartiger Schnittkäse, der nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch absolut überzeugt. Ihr könnt sehen, dass ihr wunderbar dünne Scheiben runterschneiden könnt und er richtig stabil bleibt, ohne dass er zerfällt. Vor dem Verköstigen sollte er einige Stunden im Kühlschrank stehen, dann kann er auch richtig schön durchziehen und die Geschmäcker annehmen. Nun zeige ich dir noch die dünne Scheibe, nicht einmal 1 mm dick und vom Geschmack her wirklich großartig. Und ein kleiner Hack für alle Grillkäse-Liebhaber. Dieser Käse lässt sich sogar auch in der Pfanne anbraten und ist garantiert ohne Chemie und künstliche Zusatzstoffe. Um den Käse durchziehen zu lassen, richte ich mir meine Glasschüssel, gebe eine ordentliche Portion Kräuter der Provence auf den Boden. Der Käse kommt natürlich drauf, würze ihn nach Belieben noch von oben und dann lasse ihn für die nächsten paar Stunden im Kühlschrank, damit er richtig durchziehen kann. Die Molke möchte ich nicht noch unerwähnt lassen, auch wenn sie abgekocht ist, hat sie noch viele hitzebeständige Nährstoffe. Du kannst sie also für die nächste Verarbeitung etwa 3 bis 6 Monate im Gefrierschrank lagern und in Kürze zeige ich dir noch, wie du unter anderem daraus Ricotta herstellen kannst. Auf kurzem Wege wünsche ich dir nun viel Freude beim Selbermachen, lass es dir gut gehen, bis demnächst, Pfiat euch!